Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I told you we have to keep talking a little bit more about that. Ich habe dir gesagt, dass wir noch ein bisschen mehr darüber reden müssen. So the fire of the judgment of Jesus Christ will test two things. Das Feuer des Gerichts von Jesus Christus wird also zwei Dinge prüfen. Did you do what he wanted you to do? Hast du getan, was er von dir wollte? Is it coming from him, from his heart, from his desire, like Jesus lived before the Father? Kommt es von ihm, von seinem Herzen, von seinem Wunsch, so wie es bei Jesus vor seinem Vater war? Do you know? Weißt du, You have no idea how many times people have put pressure on me to do certain things. du kannst dir nicht vorstellen, wie oft mich Leute unter Druck gesetzt haben, bestimmte Dinge zu tun. You know, preach here at my church, do a conference here. Predige hier in meiner Gemeinde, halte hier eine Konferenz. Do you know? Weißt du, I had a prophet, very powerful prophet, prophesy over me about 30 some years ago. ich hatte einen sehr mächtigen Propheten, der vor etwa 30 Jahren über mich prophezeite. And he said to me Und er sagte mir, that the Lord will show to me clearly where he wants me to go to. dass der Herr mir deutlich zeigen wird, wohin er mich schicken will. So I prayed about this. Also habe ich darüber gebetet. Because some people think an open door is a sign that this is the will of God. Well, that's a joke. Denn manche Leute denken, dass eine offene Tür ein Zeichen dafür ist, dass dies der Wille Gottes ist. Nun, das ist ein Witz. If that would be true, then God would play games with me. Wenn das wahr wäre, würde Gott mit mir Spielchen spielen. Because I have a few hundred open doors. I can't go through all of them. Denn ich habe ein paar hundert offene Türen, durch die ich nicht alle gehen kann. How? Wie denn auch? That's an impossibility. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So I talked to the Lord about this, what he wants me to do, where he wants me to go, where he wants me to preach. Also habe ich mit dem Herrn darüber gesprochen, was er von mir will, wohin er mich schicken will, wo ich predigen soll. And look what he told me. Hör mal, was er mir gesagt hat. This says, for me, it's been really life-changing. And I hope it's going to be life-changing for you too. Für mich war das wirklich lebensverändernd und ich hoffe, dass es auch für dich lebensverändernd sein wird. He said, I always want you to have an open heart towards me to know where you want to minister. Er sagte, ich möchte, dass du mir gegenüber immer ein offenes Herz hast, um zu erfahren, wo du dienen sollst. He said, and I will make it very clear Er sagte, und ich werde dir ganz klar sagen, that some places I will tell you to go, dass ich dich an manche Orte schicken werde, some places I will tell you don't go, an andere Orte nicht and other places I will tell you that you are free to choose. und wieder andere Orte wirst du frei wählen können. So look, Also schau, there are some places I know he doesn't want you to go, but the people are really nice. es gibt also einige Orte, von denen ich weiß, dass er nicht will, dass ich dorthin gehe, aber die Leute sind wirklich nett. I mean, there are places where Jesus told me not to go, where I would like to go because people are so sweet. Es gibt Orte, an die ich gerne gehen würde, weil die Menschen so nett sind, obwohl Jesus mir gesagt hat, dass ich dort nicht hingehen soll. So what happens if I go when the Lord doesn't want me to go? Was passiert also, wenn ich dorthin gehe, obwohl der Herr das nicht will? You know what's going to happen? Weißt du, was dann passieren wird? When I stand before the judgment seat of Jesus Christ and that ministry I did goes through the fire, Wenn ich vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehe und diese Reise, dieser Dienst durch das Feuer geht, it's going to burn. dann wird es verbrennen. And then look what Paul says, Und dann, so sagt es Paulus, there will be no reward. wird es keine Belohnung geben. This is really scary. Das ist wirklich beängstigend. Verse 14, if his work stands the test of fire, he will be rewarded. Vers 14, wenn sein Werk der Feuerprobe standhält, wird er belohnt werden. Look at verse 15. Sieh dir Vers 15 an. If his work is consumed by the fire, he will suffer great loss. Wenn sein Werk vom Feuer verzehrt wird, wird er großen Verlust erleiden. Yet he himself will barely escape destruction, Doch er selbst wird dem Untergang nur knapp entgehen, like one being rescued out of a burning house. wie jemand, der aus einem brennenden Haus gerettet wird. Think. Denk mal nach. Do you know how many times people pressurized me, please preach here, and Jesus said, no, and they offered me huge amounts of money, and I said, no. Weißt du, wie oft ich von Leuten unter Druck gesetzt werde? Bitte predige hier, bitte predige dort. Und Jesus sagt Nein. Und sie bieten mir riesige Geldbeträge an. Und ich sagte Nein. And people
kept convincing me that this was the place that God wants me to go. Die Leute versuchten mich immer wieder davon zu überzeugen, dass dies der Ort ist, an den Gott mich schicken will. Do you know, and sometimes the temptation is even great because I love those people, they're wonderful. Weißt du, manchmal ist die Versuchung sogar groß, denn ich liebe diese Menschen, sie sind wunderbar. Then I pause myself, I think about the judgment of Jesus, and I think that trip going through the fire and I suffered great loss. I said, no. Dann halte ich inne, denke über das Gericht Jesu nach und denke, dass diese Reise durch das Feuer gehen wird und ich großen Verlust erleiden werde. Dann sage ich nein. Do you know, and if we could only make ourselves aware that we are not going to get rewarded because of how much we did for Jesus. Weißt du, wenn wir uns nur bewusst machen könnten, dass wir nicht dafür belohnt werden, wie viel wir für Jesus getan haben, But that we actually did exactly what he asked us to do. sondern dafür, dass wir tatsächlich genau das getan haben, was er uns aufgetragen hat. And as I told you, there are many times Jesus will allow you to choose. Wie ich dir schon sagte, lässt Jesus dir oft die Wahl. It's not that he doesn't micromanage, Es ist nicht so, dass er alles bis ins kleinste Detail vorgibt. but you have to make sure that what you're doing, either he allowed you to choose or he wanted you to do it. Du musst dir sicher sein, dass er dir entweder die Wahl gelassen hat oder dass er wollte, dass du es tust. You see, in the church, we have defined success just like the world has defined success. In der Gemeinde definieren wir Erfolg genauso, wie die Welt ihn definiert. How big your church grows, how successful your ministry is, how many people even are impacted. Wie groß eine Gemeinde ist, wie erfolgreich die Arbeit ist, wie viele Menschen davon berührt werden. But can I tell you that this is not how success is defined before Jesus? Doch darf ich dir sagen, dass dies nicht die Art ist, wie Erfolg vor Jesus definiert wird. Success before Jesus is defined, did you do what he wanted you to do? Der Erfolg vor Jesus definiert sich so: Hast du das getan, was er von dir wollte? And also, did you do it with the right motive, meaning you only want to please him and not build something for anybody else? Hast du es aus dem richtigen Motiv heraus getan? Das heißt, wolltest du nur ihm gefallen und nicht etwas für andere aufbauen? Because this is the second danger. Denn das ist die zweite Gefahr. The danger is that we start to do the right thing, we want to please him, and then we slip in our motive. Wir fangen an, das Richtige zu tun, wir wollen ihm gefallen und dann rutschen wir in unserem Motiv ab. And I've met so many people who started doing what he wanted them to do with the right motive, but on the journey the motive changed. Ich habe so viele Menschen getroffen, die mit dem richtigen Motiv angefangen haben, das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat, aber dann hat sich ihr Motiv auf der Reise verändert. So here's my question. Deshalb meine Frage. Are you sure that everything you built for Jesus is going to give you a reward? Bist du dir sicher, dass alles, was du für Jesus aufbaust, dir eine Belohnung bringen wird? It's going to be tested. Es wird auf die Probe gestellt. And you could suffer great loss if you do the wrong things or if you do the right things from the wrong motive. Und du könntest große Verluste erleiden, wenn du die falschen Dinge tust oder wenn du die richtigen Dinge aus den falschen Motiven heraus tust. You see, he didn't save you for yourself. He saved you for himself. Er hat dich nicht für dich selbst gerettet. Er hat dich für sich gerettet. Remember that. Merke dir das. So once we understand this, it puts a healthy fear of God in our hearts, Wenn wir das einmal verstanden haben, bringt das eine gesunde Gottesfurcht in unsere Herzen. but it puts excitement into our hearts too, because one day we can have huge reward before Jesus. Aber auch Begeisterung, weil wir eines Tages eine riesige Belohnung vor Jesus bekommen können. Look, Schau, if his work stands to testify, he will be rewarded. So you can be rewarded. wenn sein Werk der Feuerprobe standhält, wird er belohnt werden. Du kannst also belohnt werden. Let's strive for reward. Lass uns nach der Belohnung streben. Build on the foundation Jesus Christ. Baue auf dem Fundament von Jesus Christus auf. Do what he wants us to do, Mache das, was er dir aufträgt. and then do it with the motive. It's all about him. Und dann mach es mit dem Motiv, es geht nur um ihn. And the day will be a great day for us. Und der Tag wird ein großer Tag für uns sein. See you tomorrow. Bis morgen.